Es ist mir unbedingt wichtig, heute und auch morgen noch fair zu handeln. Dieser grundlegende Gedanke, der geht ja nicht einfach verloren. Und auch wenn heute bei uns der Hanf ganz im Vordergrund steht und die Ökologie eine riesige Rolle spielt, ist der Gedanke, nur mit Produzenten zu arbeiten, wo man auch weiß, die Mitarbeiter werden ordentlich behandelt und ordentlich bezahlt natürlich. Es ist eine Grundvoraussetzung und so ist es ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder vorgekommen, dass unsere Jeans zum Beispiel, die beste Jeans der Welt übrigens, dass die nicht verfügbar war, weil dieser Teil der Industrie wirklich nochmal ein ganzes Stück schmutziger und unsozialer ist, also die Jeansproduktion, als der Rest der Textilindustrie. Also die Textilindustrie an sich ist furchtbar, aber Jeansproduktion an sich ist wirklich der Gipfel der Ungerechtigkeit. Deswegen ist es in dem Bereich auch wirklich schwer, gute Partner zu finden. Aber das ist uns so grundlegend wichtig, dass ich lieber gar kein Produkt zum Verkaufen habe, als dass ich etwas meinen Kunden anbieten würde, das unter zweifelhaften Bedingungen hergestellt wurde. Das ist ein Grundsatz, zu dem stehen wir heute noch. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es die Fair Wear Foundation gibt. Das ist für mich eine Organisation, nachdem ich von vielen anderen Organisationen wirklich bitter enttäuscht war, was die wirklichen Beweggründe angeht und das, was solche Organisationen zum Teil auch wirklich erreichen, sehe ich in der Fair Wear für mich das, wovon ich eigentlich immer geträumt habe und auf einem Level, das eigentlich ja noch viel weiterentwickelt und besser ist, weil da so viele Leute Gedanken reingesteckt haben, die tief drin sind in der weltweiten Problematik der Menschenrechte, der Frauenrechte und von allen Brennpunkten, die es diesbezüglich gibt, bis zu der ganz allgemeinen Ungerechtigkeit. Und vor allem NGOs, Menschen, die wirklich einen Teil ihres Lebens dafür opfern, um solche Zustände zu ändern, ein Teil dieses Ganzen sind. Ja? Und das ist was ich mir übrigens auch für die Ökologie wünschen würde, dass es so etwas gäbe. Hätten wir ein Öko-Label, in dem NGOs wie Greenpeace, ja, wo ehrenamtliche Greenpeace-Mitarbeiter mit dabei sind, wenn eine Fabrik kontrolliert wird, insoweit sie die Umweltauflagen auch einhält, dann wäre das Ganze auch glaubwürdig, ja, und vertrauenswürdig. Ja, denn für die Menschen geht es nicht um Geld. Ansonsten muss man leider sagen, ist Ökologie ja ein riesiger Gewinnfaktor auch geworden für Firmen. Man muss zumindest so tun, als würde man was tun. Und man braucht auch irgendwelche Papiere, um irgendwas nachweisen zu können. Aber wenn das Ganze nur auf einem Level der finanziellen Abhängigkeit stattfindet, das heißt, als Firma bezahle ich die Leute, die mich prüfen. Und die wollen mich ja auch im nächsten Jahr wieder prüfen. Warum sollten die mir Böses tun? Warum sollten die so eine Überprüfung wirklich ernst und gewissenhaft durchführen? Und das ist eben für mich dieser Punkt der Fair Wear Foundation, wo eben viele NGOs sich zusammengeschlossen haben aus dieser Clean Clothes Campaign heraus und aber auch in Zusammenarbeit, nicht in Gegnerschaft mit der Industrie, sondern mit einer offenen Tür, ja, und mit einer gereichten Hand zu sagen, wollt ihr wirklich was verbessern, dann lasst uns das gemeinsam tun und wir helfen euch dabei, das zu tun. Und das ist für mich also ein Beispiel, wie es gelingen kann, ja, vielleicht auch für zukünftige gesellschaftliche Veränderungen. Also ein absolutes Erfolgsmodell für mich, das meine ich noch sehr viel mehr Strahlkraft haben sollte, dass die Menschen verstehen, was da eigentlich geschieht, ja, und mit welcher Nachhaltigkeit das Ganze auch geschieht. Die Fair Wear Foundation
Ist entstanden aus der Clean Clothes Campaign heraus die eigentlich in England hauptsächlich gegründet wurde und Zusammenschluss verschiedener NGOs, die alle das Ziel der Menschen- und Frauenrechte in der Textilindustrie zum Ziel hatten und wurde finanziell tatkräftig unterstützt von der holländischen Regierung. Zusammenschluss auch von Gewerkschaften weltweit und eben auch Brands, also Bekleidungsmarken, die auch Mitglied sind und quasi mit ihrer Mitgliedschaft die Zielsetzung der Verwehr Foundation, nämlich die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie nachhaltig zu verbessern, auch umsetzen müssen oder ihre Mitgliedschaft endet sozusagen. Es gibt jetzt leider keine Wall of Shame bei der FWF. Sowas würde mir immer gefallen, wo man dann die Brands sieht, die alle schon gegangen worden sind. Aber es wird ganz ernsthaft durchgezogen. Und das, was bei FWF nicht gilt, ist, dass Papier geduldig wäre. Es wird zum Teil echte Detektivarbeit betrieben und Schummeln ist nicht. Und das finde ich eben auch so hervorragend bei dieser Organisation. Entweder man ist gewillt, wirklich was zu verändern, oder man hat da nichts verloren. So einfach ist es. Es ist kein Spielchen, kein Greenwashing, wo man sich mit dem Lächeln, mit entsprechend Geld und mit der entsprechenden PR freikaufen kann von seinen Sünden. Ja, das funktioniert in dem Laden nicht. Und deswegen bin ich der größte Fan. Die schönsten Momente seit der Gründung von Hempage. Ja, das waren mit Sicherheit einige technische Durchbrüche, die wir nach langer, harter Entwicklungsarbeit erreicht hatten. Ja, also für mich als Techniker im Herzen ist es immer wieder überwältigend, wenn eine Idee nach langer Zeit funktioniert, ja, nachdem er sich daran gearbeitet hat. Das sind für mich wirkliche Glücksmomente, aber natürlich auch alles, was mit Menschen in diesem Zusammenhang zu tun hat. Ja. Menschen spielen die wichtigste Rolle, und egal, ob es Mitarbeiter sind oder die Menschen, die für uns produzieren in anderen Ländern, es ist für mich auch total schön zu sehen in unserer Fabrik in China, wo also am Anfang die Mitarbeiter alle noch mit dem Fahrrad gekommen sind oder eben mit dem Bus. Ja, und heute hat man Platzprobleme für die Mitarbeiter, weil sie inzwischen alle ein Auto haben. Und das sind so einfache Sachen, aber ja, wenn ich mir anschaue, dass der gewerbliche Tariflohn für die Näherin in Deutschland weit unter dem Existenzminimum liegt und die meisten Frauen in dem Gewerbe noch alleinerziehend sind, das ist keine Nachhaltigkeit. Das ist also ehrlich, da ist für mich auch Made in Germany, hat damit überhaupt nichts mehr mit das wäre was Besseres zu tun, sondern wichtig ist, dass die Menschen, die Sachen produzieren, von ihrer Arbeit leben können, ja, und ihren Kindern Bildung ermöglichen können, ja, und auch eine ordentliche Gesundheitsvorsorge. Ja, und das ist das Problem in der Textilindustrie weltweit. Sobald eine Regierung eines Landes sich dazu entscheidet, dass es den Bürgern besser gehen soll, Mindestlöhne erhöht, Sozial- und Krankenversicherungen einführt, flächendeckend, dann wandert die Textilindustrie aus diesem Land ab. Denn dann wird es zu teuer, dann geht man ins nächste Land, das nicht weiß, wohin, vor lauter Arbeitslosigkeit und Armut. Es ist wie eine Karawane, ja, die Textilindustrie, die sich immer die billigsten und ärmsten Produktionsländer aussucht. Ja. Und diesen Kreislauf zu unterbrechen, da haben leider auch die westlichen Regierungen reichlich wenig dafür getan. Warum produzieren wir in China? Ja,
Es war lange Zeit so, wir waren in dem Hanfbereich ja schon tätig und auch echt schon ein Name durch unsere technischen Entwicklungen. Da haben wir ständig Muster bekommen aus China von Hanfstoffen und Angebote und warum wir denn nicht mit China arbeiten. Und mein Problem damals mit China, es waren zwei Probleme. Das erste Problem: alle Fabriken waren quasi off-limits. Man durfte nichts besuchen, man durfte nichts sehen. Und das widerstößt gegen meine Grundsätze. Absolut unmöglich. Ich kann in keinem Betrieb produzieren lassen, den ich nicht persönlich gesehen habe und mich dort nicht auch von den sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen überzeugt habe. Und das andere Problem war, die sogenannten Hanfstoffe aus China, die wir damals immer testen haben lassen, auch. Wir haben in keinem sogenannten 100% Hanfstoff so mehr als 30 bis 50% Hanf gefunden und der Rest waren andere Fasern. Und es ist tatsächlich heute noch so, Hanf ist die zweitmeist gefälschte Naturfaser der Welt nach Kaschmir. Und Hanf ist teuer in der Produktion und überall, wo ein hoher Preis ist, da wird auch viel betrogen. Und deswegen sind wir heute noch sehr vorsichtig, auch was eventuelle neue Lieferanten von Rohmaterialien von Garnen angeht. Äußerst vorsichtig. Natürlich haben wir inzwischen langjährige Partner, denen wir auch wirklich vertrauen, weil wir genau wissen, wie sie ticken. Wir wissen auch genau, wo der Hanf herkommt. Wir mischen uns auch bei Anbau und Ernte mit ein und Weiterverarbeitung. Wir haben dieses holistische System und China, ja, also China war für mich wohl die größte Überraschung. Ich kannte damals eben die Länder, in denen die Zustände wirklich schlimm waren und für mich persönlich auch irgendwann unerträglich, wie Indien und Bangladesch. Und die Vorstellung von China, das war ja eine ähnliche oder gleiche. Also ich kannte China ja auch nur aus unseren Medien, ja, und was man darüber lesen konnte. Und als ich dann das erste Mal nach China kam, ich war mehr als überrascht und ich habe inzwischen viele Leute kennengelernt, denen es ganz genauso ging oder heute noch geht wie mir, wenn sie das erste Mal rüberkommen. Und es war sowas wie Kinderarbeit. Gibt es ja in China schon seit Jahrzehnten nicht mehr, während es in solchen anderen Ländern gerade in der Textilindustrie typisch ist. Aber man hat da drüben so lange die Ein-Kind-Politik gehabt, dass die zwei Omas und zwei Opas dem einen Enkel, den sie da haben, garantiert nicht irgendwas Schlimmes angedeihen lassen würden. Und es ist selbst in den ärmsten Bereichen der Landwirtschaft, ja, ist es so, dass das sind ja alles kleine Prinzen und Prinzessinnen in dem Land. Und zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich China kennengelernt habe, dann im Jahr 2000, das erste Mal, war es eben auch schon so, dass der Staat damals riesige Schritte vorwärts gemacht hat, was soziale Rahmenbedingungen angeht. Die haben sich auch ganz viel, gerade von Deutschland, abgeguckt, was das Sozialsystem angeht und so weiter. Und wenn man sich überlegt, aus welcher Armut dieses Land gekommen ist in so kurzer Zeit, und zwar ohne westliche Entwicklungshilfe, nicht wie die Länder in Afrika, in die auch Geld investiert wurde, sondern aus eigener Kraft, dann ist das auf jeden Fall bemerkenswert. Aber es gibt dieses Grundressentiment gegen China und ich rede immer noch auf jeder Messe mit Kunden, die ein Problem damit haben, dass unsere Produktion hauptsächlich in China stattfindet. Und das eine sind die technischen Voraussetzungen, dass es eben leider Rumänien nicht mehr gibt und China technisch das einzige Land ist, das wirklich echtes und gutes Hanftextil produzieren kann, ist es eben für mich auch so, dass China ganz anders ist, als die Leute bei uns glauben. Und die Verwehr Foundation war damals für uns, obwohl ich eigentlich mit so Organisationen gar nicht mehr so viel zu tun haben wollte nach den Enttäuschungen, die ich vorher hatte, war ein gewisser Druck da, eben weil wir in China produziert haben und viele Leute einfach gesagt haben, in China kann man doch gar nicht sozial produzieren, das ist ja unmöglich. Also brauchte ich die Bestätigung unabhängiger Dritter sozusagen, vertrauenswürdiger unabhängiger Dritter, die bestätigten, dass was wir dort machen, ist sozial und ökologisch auch astrein.
Ja, ich wusste es, aber ich brauchte eine unabhängige Bestätigung. Deswegen sind wir damals auch den Schritt gegangen, obwohl mein Misstrauen gegenüber der FWR Foundation am Anfang doch sehr groß war. Und es war tatsächlich auch so, in den Anfangsjahren, es hat 2 Jahre gedauert, bis die FWF unsere Fabriken das erste Mal besuchen konnte. Aus diesem Grundsatz heraus, dass immer örtliche NGOs auch mit dabei sein müssen bei so einem Besuch. Und unsere Produktion in der Nähe von Qingdao, das ist eben keine typische Textilproduktionsregion. Ja, Textilproduktion findet ja hauptsächlich im Süden Chinas statt. Und ich kannte damals nur den Norden Chinas. Und für mich war das die heilste Welt in der Textilproduktion, die ich je gesehen hatte vorher, von allen Ländern. Und die FWR hat aber große Probleme in China ausgemacht. Die kannten nämlich eigentlich nur den Süden. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis die also NGOs, bis die da Kontakte hatten und auch genügend Vertrauen und alles klar war, bis die unsere Fabriken besuchen konnten. Ja. Und in der Zwischenzeit war ich dann auch zum ersten Mal im Süden Chinas unterwegs. Und ja, dann war es klar. Die hatten recht und ich hatte aber auch recht. Also wir haben auch, also unser Produzent in China hat, glaube ich, als einziger Produzent auch die jährliche Auszeichnung als besonderes Vorbild erhalten. Als einzige Fabrik, glaube ich, die jemals so eine Auszeichnung erhalten hat und vor allem als chinesische Fabrik. Und wir hatten damals den ersten Betriebsrat, der 100% unabhängig war von der Partei in China. Übrigens, das war das größte Problem, diesen Betriebsrat zu gründen, weil die Mitarbeiter damals gemeint haben, ja, müssen wir vielleicht noch Mitglied bei der Partei werden. Aber erst als das klar war, dann ging das auch voran. Und heute ist es so, dass die Mitarbeiter unseres Partners in China auch in ganz China Vorträge halten und, für Fabriken, die sich interessieren, nachhaltiger zu arbeiten entsprechend und wie das umzusetzen ist. Ja. Also es ist ja so, dass unser Partner eigentlich 80 oder 85% von seinem Umsatz nur mit Stoffen macht, die dann wiederum in diese billigen Produktionsländer gehen. Ja, und bei ihm direkt komplett produzieren bis zum fertigen Produkt, das machen eher die wenigsten seiner Kunden. Weil China eben inzwischen so teuer ist. In der Textilbranche allgemein spielt China heutzutage keine so große Rolle mehr. Von diesem Ausnahmejahr mal abgesehen, denn wegen Corona sind so viele Firmen, die früher mal in China produziert haben und eigentlich längst auf Billiglohnländer ausgewichen sind, sind wieder zurück nach China, einfach weil China diese Krise, die Gesundheitskrise am schnellsten überwinden konnte und China Produktionskapazitäten anbieten konnte, die in anderen Ländern noch gar nicht in Aussicht waren, wegen Corona. Und deswegen jetzt gerade so eine kleine Umwälzung. Ansonsten ist China eigentlich für die Textilindustrie als solches schon längst viel zu teuer. Und also die großen Brands, die machen anspruchsvolle Ware noch in China. Schuhproduktion ist zum Beispiel noch ein Thema, denn da geht es um Maschinen und weniger um billige Arbeitskräfte in großer Anzahl. Und es sind gigantische Investitionen, solche Fabriken. Und deswegen werden immer noch viele Turnschuhe zum Beispiel in China produziert, während aber die T-Shirts und so weiter dieser gleichen Marken längst in anderen Ländern produziert werden, die viel billiger sind als China. Beim Hanf spielt China eben diese Sonderrolle, die ja früher auch Rumänien hatte. In China war der Hanf nie verboten, aber vor allem, er war auch nie negativ besetzt in den Köpfen, obwohl das chinesische Wort Dama auch das gleiche Wort ist wie für die Droge. Aber der Chinese, der denkt da erstmal gar nicht dran. Für den Chinesen ist irgendwie klar, Hanf ist eigentlich viel besser als alles andere. Und so eine Hanfsocke, die kann ich
die kann ich 5- und 10-mal so lange tragen wie eine reine Baumwollsocke und die riecht nicht und die hält auch lange und ich bin gesünder drin und deswegen zahle ich als Chinese auch gerne das 5-fache für irgendwas, das aus Hanf ist im Verhältnis zu was aus Baumwolle ist. Und das sind auch die normalen Preise. Hanf ist eben immer noch leider sehr teuer in der Produktion, aber das Potenzial, das Technische, das ja immer noch vergraben ist nach 70 Jahren Prohibition. Und in diesen 70 Jahren, früher war China wirklich nicht für seine Innovationskraft bekannt, aber heute ändert sich das Blatt. Und als damals die deutsche und die europäische Textilindustrie am Sterben war und chinesische Firmen viele dieser Produzenten gekauft haben, habe ich mich auch drüber geärgert. Und ich habe mich ganz schwer geärgert damals, als China dann auch angefangen hat, die Textilmaschinenhersteller zu kaufen. Denn dann war für mich dann so, ja, jetzt schnappen sie sich auch noch den Bereich und wir haben und können gar nichts mehr und das ganze Know-how geht verloren. Und es stimmt auch, das Know-how geht verloren. Aber man muss auch eins sehen und das sieht man dann halt nur, wenn man wirklich drinsteckt in dieser Industrie. Während bei uns Hanf- und Leinentechnologien 70 Jahre lang eigentlich keine Bedeutung mehr gespielt haben. Also Leinen war ja nicht verboten, aber es gab auch da eigentlich fast keine Innovationen in diesem Bereich. Wenn man auf die großen Textilmaschinenmessen gegangen ist und man kam dann in diesen Bereich Bastfaser, ja, das war die Ersatzteilabteilung. Ersatzteile für alte und sehr alte Maschinen, aber Neuentwicklungen, Fehlanzeige. Und die chinesischen Firmen, die diese alten Firmen aufgekauft haben, ob das jetzt nun Mecki ist, auch Irland oder Italiener, die ganz großen Namen waren vor 100 Jahren in dem Bereich Bastfaser und Textil, da passiert wieder was zum ersten Mal seit 70 Jahren. Es werden neue Maschinen entwickelt und übrigens auch mit deutschen Firmen. Mein Nachbar hat eine Spezialfirma für Kugellager und gerade für textile Anwendungen. Und einer seiner größten Aufträge der letzten Jahre war die Entwicklung eines neuen Spinnkopfs für das Nassspinnverfahren. Diese Spinnköpfe, die haben normalerweise eine Lebenszeit von 3 bis 9 Monaten und dann muss also jedes Mal die Spinnmaschine auch wieder angehalten werden, die Spindel muss ausgetauscht werden und er hat jetzt für diese Chinesen eine Spindel entwickelt, die 30 Jahre läuft. Ja, und damit natürlich die Produktion gewaltig erhöht. Und da sind also Ansätze da, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir es eines Tages schaffen, und zwar mit chinesischer Hilfe, dass Hanf erschwinglich wird für alle. Ja, kein Luxus-Nischenprodukt mehr ist, das es heute ist, sondern dass sich irgendwann jeder Student und jede Mutter auch die Kleidung aus Hanf wieder leisten kann. Ich glaube, das ist möglich.